Hallo, mein Name ist Mehdi von Frutomeyer und heute zeige ich euch, was ich in meinem Rucksack habe. Welches Equipment ist in deinem Reiserucksack? Ich bin ein sehr stolz Besitzer einer Peak Design Traveler 65 Liter. Also es ist ein relativ großer Rucksack, aber es ist im Grunde genommen für mich, passen viele Sachen drin. Ich kann mein Equipment mitnehmen, kann ich auch normale Klamotten auch mitnehmen. Es sind unterschiedliche so Anwendungen. Jetzt schauen wir gemeinsam. So sieht das aus. Was ich auch ganz klasse finde an dieser Art von Rucksack, dass man halt so personalisieren kann. Also der Rucksack selber kommt halt so leer, also ohne Inhalte drin und muss dafür halt so unterschiedliche Cube kaufen. Entweder ein L-Cube plus eine kleine S-Cube oder ein M-Cube, Medium-Variante plus 2S. Persönlich habe ich mich entschieden, zu kaufen eine M, das heißt ungefähr die Hälfte, ein Cube schauen wir gleich an, und dann eine S-Variante plus ein Teil, das ist frei, weiß nicht, eine kleine Tasche oder hat so ein paar Zubehör oder so. So, jetzt schauen wir gleich, was es drin ist. Ich fotografiere sehr gerne mit Sony-Systemen und mit diversen Objektiven, und ich habe halt so für die Sony Resolution-Varianten entschieden, nennt sich die 7R-Serie, und jetzt bin ich halt so bei 7R Mark IV und 5. So, in meiner Rucksack erstmal befindet sich halt so mein Tablet, wo man halt so manchmal Notizen machen oder leichter, schneller Bildbearbeitung oder so, die habe ich immer dabei. Dann einmal die erste Variante von der Cube, das ist die Cube M, und dann schauen wir drin, was es versteckt. Als erstes, ich habe halt so die 7R Mark IV plus der G-Master Objektiv 135 mm. Es ist einer meiner Lieblingsobjektive, die 1.8er Variante. Super scharfes Objektiv, schönes Bokeh. Ich benutze das am meisten für diverse halt so Fotografie. Der zweite ist es halt so die 7R Mark V plus das 1635 PZ Objektiv, dieser Power Zoom Variante F4. Ich finde, das ist super leicht und ein schöner Weitwinkel. Ich habe für die PZ-Variante entschieden, da ich auch manchmal Video drehe und ich brauche manchmal dieser leichte Zoom. Das finde ich manchmal wichtig für Videodreh. Auch für Landschaftsfotografie kann man verwenden. Dann habe ich zusätzlich ein 24-70 G-Master 2. Hervorragendes Objektiv. Ich liebe dieses Objektiv. Super scharf, leicht als zweite halt so Variante, und ja, das ist ein Goldstück. Ich habe noch eine Konverter, zweifach, und natürlich gut Powerbank zum Aufladen, zum Reinigen, so ein Blasenbalg und so weiter. Ich habe noch in meinem Rucksack noch diese kleine Tasche, wo man halt so Lesegerät hat, USB-C-Lesegerät, Festplatte muss man dabei sein, ja, Sensorreinigung, Zeug, die man halt so ab und zu halt so warten. Ich finde, solche Art von Taschen dabei zu haben, ist es vollkommen wert. Dann habe ich das 200-600 mm. Das habe ich halt so vor kurzem gekauft. Also ich benutze dieses Objektiv für Deep Sky Fotografie. Die habe ich entdeckt. Und dann habe ich gesagt, ja, warum probiere ich das nicht aus? Und das ist ein super Objektiv. Trotzdem, das ist kein lichtstärke Objektiv, aber ist sehr gut geeignet. Muss man lange belichten. Und dafür habe ich halt so diese Variante entschieden. In der Deep Sky Fotografie fotografieren Objekte in unser Universum, zum Beispiel Galaxien, wie unser Nachbarngalaxie Andromeda. Für dieses Objekt reicht eine ganz normale Kamera. Dann gibt es Emissionsnebel, wie beispielsweise der berühmte Orionnebel. Da manchmal braucht man eine modifizierte Kamera, aber kann man auch mit normaler Kamera auch natürlich machen. Dann gibt es Reflexionsnebel, hat bestimmt jeder von euch schon gehört.
wie unser Plejaden zum Beispiel. Da reicht auch eine normale Kamera. Sehr toller Objekt zum Fotografieren. Und dann habe ich noch in meinem Rucksack das allerwichtigste Teil zum Deep Sky Fotografie, und das war die Nachführungsgerät. So, jetzt sieht es so aus, aber wir bauen das zusammen. Und so sieht das aus, meine Nachführungsgerät. Ich habe für die Skywatcher Adventure 2i Variante also entschieden. Die Sternennachführung gleicht die Rotation der Erde aus. Da wir das Glück haben, im Norden zu sein, ist das Drehzentrum der Erde auf dem Polarstern. Das heißt, muss man unsere Nachführung und Sternnachführungsgerät auf den Polarstern ausrechnen, und so haben wir die Erdrotation schon ausgeglichen. Wichtig dazu, da der in Deep Sky Fotografie handelt, Stabilität ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und dafür habe ich mich entschieden, also für eine Leofoto dieser LA 363 Carbon-Varianten. Ist es relativ, ich finde es super stabil, ist halt so Stativ und relativ leicht, kann man überall halt so mitnehmen. Natürlich habe ich für normale andere Art von Fotografie auch ein anderes passender Kopf, also es ist nicht immer das halt, was dabei ist. Dann zeige ich euch, wie das halt so passt. Also Kamera mit dem, ich habe so einen AK-Swiss als Platte dazu, und dann kommt hier hin und so ist es fest. Also man hat die Möglichkeit, in alle Richtungen zu bewegen und auf dem passenden halt so, Objekt halt zu suchen oder zu fokussieren. Ich benutze zusätzlich eine spezielle App, Sky2Night nennt sich die App. Das erleichtert halt so Arbeit für Deep Sky Fotografer, dass sie deren Stern oder Nebel oder halt so Galaxien schnell zu finden, und die ist kostenlos. Dann was ich noch dabei habe, natürlich aber Accessoire, auch Batinov-Maske, und ich habe eine Rotlichtlampe und so weiter. Das sind kleine Teile, die man in der Nacht unbedingt dabei sein müssen. Welche Techniken nutzt du, um Reisevideos oder Fotos zu erstellen? Für mich ist es immer das Motiv des Bildes ist wichtiger als das Bild selber. Beziehungsweise es gibt unterschiedliche Arten von Fotografie, Reisen oder halt so Landschaftsfotografie. Also in Landschaft muss man halt so in seinem Bild halt so nachdenken, wie ist das Composing, welche Situation, wo muss man halt so fotografieren. Deep Sky Fotografie, natürlich ist Wetterbedingungen ganz wichtig. Ohne Klarhimmel kann man nichts fotografieren. Dunkelheit ist es auch sehr wichtig, muss man halt so, hier in Berlin klappt leider nicht so gut, muss man halt etwas halt so weit weg halt so fahren außer Berlin, um eine Dunkelheit zu finden, damit man halt so sein besondere halt so Objekte halt so fotografieren. Man kann halt so nicht 1:1 Empfehlungen machen. Jedes Objektiv, jede Art von Objektiv hat ihr Zweck. Weitwinkel ist es kein Teleobjektiv, Festbrennweite ist es auch kein Zoom-Objektiv. Ich fotografiere die ganze Zeit, das ist so eine Art lebendig zu sein, es ist eine Art verbunden zu sein mit meinen Motiven, und einfach machen. Wie meisterst du schwierige Lichtverhältnisse und was hilft dir dabei, Momente festzuhalten? Ich versuche mich zu adaptieren mit der Situation. Stelle mich vor, zum Beispiel, das ist Abend und ich habe zum Beispiel eine 1635 F4. Es ist kein Lichtstärke-Objektiv. Ist es kein Grund, dass es kein schönes Bild hat zu produzieren oder zu finden. Natürlich, wenn man so vorher die Auswahl hat, dass man halt so für Lichtstärke-Objektiv halt so verwenden kann. Aber wenn man sich adaptieren, es gibt viele Wege, tolle Bilder zu machen. Und wichtig, spielen mit Licht, das Motiv richtig halt so aussuchen. Nachdenken, wie ist das Bild, wie die Ausstattung vom Objekt, von Bildcomposing zusammen. Was würdest du deinem Reiseequipment gerne noch hinzufügen? Oh, so viele. Grundsätzlich hätte ich gerne das neue 300 mm f2.8er super Lichtstärke Objektiv, auch super leicht. Im Vergleich zu 200, 600, ich glaube, Unterschied ist 400 Gramm oder so. Aber durch die Lichtstärke kann man kürzer belichten und mehr Licht auffangen für andere Art von Fotografie. Sonst, ich bin sehr glücklich mit alles, was ich habe, und ich glaube, mein Rucksack ist vollständig voll. Bei deiner Traumreise, wohin geht es und welche Ausrüstung nimmst du mit?
So, meine nächste Traumreise. Es ist halt so keine neue Reise. Ich werde so gerne nochmal nach Island fliegen. Ich war schon einmal da. Die Landschaft hat mich total fasziniert. Polarlichter nochmal wiederzusehen und zu erleben. Mehr Zeit dort zu verbringen. Tolle Insel auf jeden Fall. Die steht auf meiner Wunschliste für dieses Jahr. Das werde ich auf jeden Fall nochmal halt so machen. Und ich möchte gerne nach Namibia fliegen. Namibia ist es ein Ort, wo die meisten Deep Sky Fotografer oder halt so Astrofotografen hinfliegen. Gibt auch unterschiedliche Events, muss man auch keine spezielle Ausrüstung mitnehmen. Man kann da vor Ort auch natürlich mieten. Ja, wenn ich solche Reisen gemacht habe oder sowas, würde ich unbedingt die Bilder mit euch teilen. Das war von mir bei Fotomeier on Tour. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Falls ihr Fragen habt, unten in die Kommentare natürlich nicht vergessen, liken, kommentieren. Wir freuen uns. Sonst besucht uns in unserem Laden am Viktoria-Luise-Platz. Wir freuen uns.